Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Ich habe heute für euch einen ganz besonderen Leckerbissen. Ihr wisst, ich bin kein großer Fan von den Länderspielpausen mitten in der Saison. Versteht mich da bitte nicht falsch, ich bin ein großer Fan von den Nationalmannschaften und den Fußball, die spielen. EM und WM ist immer noch mit das Größte in der Welt des Fußballs und ich verpasse kein Spiel. Aber ich bin einfach kein großer Fan davon, dass mitten in der Saison Spieler aus ihren Mannschaften gerissen werden, aus ihrem Trainingsrhythmus, aus ihrem Alltag. Die Trainer können nicht mehr mit den Spielern arbeiten und dann müssen teilweise die Südamerikaner vor allem quer durch die ganze Welt schippern, um dann bei anderen Trainingsplätzen, auf anderen Trainingsplätzen, bei einer anderen Zeitzone, mit anderer Ernährung, neuen Trainern, alles anders, müssen dann da spielen und Verletzungen sind da vorprogrammiert. Wir sehen das Länderspielpause für Länderspielpause und meistens erwischt es natürlich mit den Nationalspielern die besten Spieler einer Mannschaft. Das schadet meiner Meinung nach dem Fußball und ich sag immer, packt euch doch am Anfang der Saison oder am Ende der Saison 2 Monate und da soll es nur Nationalmannschaftsfußball geben. Ich glaube, jeder Trainer würde das unterschreiben. Die Trainer in den Nationalmannschaften könnten dann in diesen 2 Monaten viel intensiver mit ihrer Nationalmannschaft trainieren, viel mehr Automatismen. Die Spieler könnten sich langsam an die neuen Zeitzonen, an die Umgebung, an alles gewöhnen. Ich glaube, das wäre die perfekte Lösung. Hoffentlich kommt der Fußball irgendwann dahin. Ja, warum erzähle ich euch jetzt den ganzen Quatsch? Ganz einfach. Manchmal nutzen diese Länderspielpausen, die mir an sich nicht gefallen, bringen die doch positive Nachrichten. Denn die Journalisten warten darauf und schnappen sich dann die Spieler, die sonst eigentlich nicht viele Interviews geben und führen dann ein ausführliches Interview. Letztens hatten wir das bei Kylian Mbappé und jetzt haben wir das mit seinem kongenialen Partner in dieser Saison, Arda Güler. L'Equipe hat sich da hingesetzt und nicht, wie wir das sonst aus der Pressekonferenz kennen, eine halbe Frage und der Spieler antwortet immer mit den gleichen Floskeln. Nein, der Türke hat sich Zeit genommen, hat über alle Themen geredet. Seine Ankunft bei Real Madrid, Mesut Özil, Cristiano Ronaldo, Toni Kroos, Luka Modric, wie er seine Entwicklung genommen hat, auch über den Champions League Sieg. Also ein ganz tolles Interview, das auch den Charakter von Arda Güler zeigt, warum ich der festen Überzeugung bin, dieser Junge ist geboren, um bei Real Madrid zu spielen. Aber zu diesem Interview, ich bin richtig froh, dass ich das mit euch teilen kann und euch natürlich auch meine Meinung dazu sagen kann. Aber ihr kennt meine Videos. Es passiert so viel in der Welt von Real Madrid, dass ich nicht nur ein Thema in ein Video bringen kann. Nein, wir unterhalten uns natürlich auch über das Training von gestern. Wie sieht es bei den Verletzten aus? Schaffen sie es für das Spiel am Sonntag gegen Getafe oder schaffen sie es nicht? Und ich beantworte auch eine Frage, die mir sehr häufig in letzter Zeit gestellt wurde. Was ist eigentlich mit Thiago Pitac? Viel Spaß beim Video. Ja, die Länderspielpause ist endgültig vorbei. Unsere Spieler sind wieder in Madrid, bis auf die Brasilianer. Die sollen aber heute im Laufe des Tages ankommen. Unsere Jungs bereiten sich auf das Spiel am Sonntag gegen Getafe vor. In dem Trainingsvideo werdet ihr auch gleich einige gute Nachrichten mit euren eigenen Augen sehen. Ihr werdet einen Antonio Rüdiger wieder auf dem Fußballplatz sehen. Wie schnell erholt der sich denn bitte? Einen Trent Alexander-Arnold, einen Dani Carvajal, die sind alle wieder im Aufbauprozess, werden es natürlich alle gegen Getafe noch nicht schaffen. Das gleiche gilt auch für Dean Housen, der ist noch nicht mal auf dem Platz. Dafür gibt es auf der anderen Seite Entwarnung bei Kylian Mbappé und Franco Mastantuono, habe ich euch ja gestern schon vorgelesen. Der Franzose steigt heute wieder ins Mannschaftstraining ein, wird gegen Getafe topfit sein. Ein Ferland-Mendy hat sein zweites Training abgeschlossen, ohne irgendwelche Verletzungssymptome. Also auch ein Ferland-Mendy kommt langsam wieder in den Rhythmus. Ja, und ihr seht auch im Hintergrund, seht ihr auch Spieler von Real Madrid Castilla, unter anderem ein Joan Martinez, der immer wichtiger wird, schon im Kader von Real Madrid. Einige vermuten sogar, er soll am Sonntag nominiert werden, weil wir ja gerade bei der Innenverteidiger-Situation ruhig mal einen mehr gebrauchen können. Und der Junge, ich sage es euch, die Leistung, die er zurzeit bringt,
Ich würde mich sogar freuen, wenn er ein paar Minuten bekommen würde. Ja, wer aber noch nicht zu sehen ist, und viele von euch hat das gewundert, ist ein Thiago Pitarch. Was da los ist, dafür gibt es einen Artikel, lesen wir uns den zusammen einmal durch. Álvaro Arbeloa hat 5 neue Spieler für Real Madrid Castilla verpflichtet. Eigentlich gehören diese 5 Spieler bereits der Reservemannschaft an. Fran González, Thiago Pitarch, Diego Aguado, Christian David und Jesús Fortea kehren von der U20-Weltmeisterschaft in Chile zurück. Seit dem 22. September trainieren die 5 Real Madrid-Spieler unter der Leitung von David Gordo. Das ist der Nationalmannschaftstrainer der U19 der U20 in Spanien, tut mir leid. Nach dem wundersamen Einzug ins Achtelfinale scheiterte La Rojita am 11. Oktober schließlich im Viertelfinale. Somit kehrten die Nachwuchsspieler von Real Madrid nach knapp 3 Wochen in Chile nach Valdebebas zurück. Ja, und dann gibt es einen ellenlangen Artikel, den könnt ihr euch gerne durchlesen, über die Leistung der einzelnen Spieler. Aber ich wollte mich ein bisschen auf Thiago Pitarch konzentrieren. Lesen wir uns seinen Abschnitt mal durch. Ein weiterer herausragender Spieler von Real Madrid war Thiago Pitarch. Der 18-jährige Mittelfeldspieler steigerte seine Leistung bei der U20-Weltmeisterschaft in Chile stetig und etablierte sich als einer der führenden Namen des Turniers für Spanien. Gegen Marokko kam er von Anfang an zum Einsatz, ließ aber nicht nach. Er zeigte sofort seine Leistung, als er gegen Mexiko in der Startelf kam und 73 Minuten lang äußerst kreativ war. Beim 2:2 Unentschieden, das La Rojita in Bedrängnis brachte, spielte er 2 Schlüsselpässe. Gegen Brasilien behauptete er seine Startposition in einer Doppel-6 mit Rodrigo Mendoza, gewann 2/3 seiner Zweikämpfe und war entscheidend für einen entscheidenden Sieg, der die spanische Mannschaft als bester drittplatziertes Team qualifizierte. Im Achtelfinale gegen die Ukraine zeigte er seine beste Leistung. In 90 Minuten 94% Passgenauigkeit, 50% Dribbling-Erfolg und die Vorvorlage, jetzt fangen wir damit auch schon an, für Pablo Garcias 0:1. Dazu 6 gewonnene Zweikämpfe und 3 Tacklings, die das Mittelfeld an der Seite von Mendoza verstärkten und den Einzug ins Viertelfinale sicherten. Gegen Kolumbien war seine Leistung erneut eine seiner herausragendsten. Doch die Finalniederlage trübte alles. Dennoch kehrt Thiago mit seiner ersten internationalen Erfahrung im Gepäck in die Hauptstadt zurück und hinterlässt bei allen Nationalspielern einen guten Eindruck. Oder hinterlässt wie alle Nationalspieler einen guten Eindruck. Ich glaube, das ist besser zusammengefasst. Ja, also ein Thiago Pitarch, der Junge, der uns in der Vorbereitung alle überrascht hat, der aus dem Nichts kam und auf einmal jedes Training bei Real Madrid in der ersten Mannschaft gemacht hat, auch bei den Freundschaftsspielen sogar getroffen hatte, war natürlich im ersten Kader, weil Anfang der Saison ein Bellingham noch nicht da war, ein Camavinga noch nicht da war und Real Madrid im Mittelfeld Verstärkung brauchte. Er ist leider nicht zu seinem ersten Einsatz gekommen, aber es ist logisch, dass er, nachdem die Spieler wieder zurückgekommen sind, er erstmal wieder bei Real Madrid Castilla spielt. Der Junge ist 18, der Junge braucht Minuten auf dem Platz. Es bringt ihm nichts, die ganze Saison bei Real Madrid auf der Bank zu sein. Ein Thiago Pitarch ist einer von 3 Spielern, die auf dem Sprung sind zwischen Castilla und der ersten Mannschaft. Neben ihm ist das ein Joan Martinez. Ich glaube, von dem haben wir schon lange und ausführlich geredet. Ich glaube, der ist auch am allernähersten dran in der ersten Mannschaft. Ich vermute, er wird diese Saison einige Einsätze bekommen. Dann ein Thiago Pitarch und ein Jorge Cestero. Ein unglaublicher Mittelfeldspieler, von dem Álvaro Arbeloa letztens gesagt hat, er ist der beste Sechser Spaniens. Aber dazu komme ich morgen in meinem Video, sonst würde dieses Video aus allen Nähten platzen. Ja, also diese 3 Spieler sind die Spieler, die am nächsten dran sind an der ersten Mannschaft von Real Madrid. Ich habe euch am Anfang der Saison gesagt, unter Xabi Alonso wird es ein bisschen anders laufen als unter Carlo Ancelotti. Ein Xabi Alonso ist der Personalausweis quasi egal, wann einer geboren ist, ist ihm nicht so wichtig, ihm ist die Leistung auf dem Platz wichtig. Und Real Madrid Castilla ist eins der interessantesten Projekte der letzten Jahre. Oftmals hatte Real Madrid Castilla einen Spieler, der den Sprung schaffen könnte oder nicht. Zum Beispiel Nico Paz, der den Sprung, zumindest wenn es nach Fabrizio Romano geht, geschafft hat. Er ist jetzt erstmal bei Como, aber alle sagen, er wird nächstes Jahr wieder nach Real Madrid kommen. Ja, aber dieses Jahr
ist es wirklich sehr interessant zu schauen. Wir haben einen Joan Martinez, wir haben einen Thiago Pitaric, wir haben einen Jorge Cestero, wir haben in der A-Jugend einen Enzo Alves, der Junge von Marcelo, der 2 Jahre, der eigentlich 15 ist und schon in der A-Jugend spielt. Wir haben, letztens habe ich euch einen Gabri Valero gezeigt, etc. Real Madrid hat unglaublich viele Talente. Wir haben auch einen Diego Aguado, für den Borussia Dortmund 6 Millionen gezahlt hat. Wir haben einen Jesus Fortea, der eigentlich der Nachfolger von einem Dani Carvajal werden soll. Also, es kann tatsächlich sein, dass im Laufe der nächsten Jahre viel mehr Spieler aus der eigenen La Fabrica in die erste Mannschaft kommen. Also, es ist spannende Zeiten. Und bei Thiago Pitaric, wie gesagt, er ist in der Pole Position mit einem Joan Martinez und einem Jorge Cestero. Das sind die auf dem Sprung sind, die immer wieder bei der ersten Mannschaft mittrainieren werden. Haben sie gestern auch getan. Ich habe euch das Video ja parallel gezeigt. Das sind aber auch die Spieler, die sich die Minuten bei Real Madrid Castilla holen, Selbstvertrauen, immer mehr Leistung bringen. Aber immer unter der Lupe von Xabi Alonso. Also, ich hoffe, ich habe euch die Frage beantwortet. Ein Thiago Pitaric war so lange nicht zu sehen, weil er in Chile war mit der U20 von Spanien. Jetzt ist er wieder zurück. Nimmt auch, so ist es geplant, bald wieder am Training der ersten Mannschaft teil. Denn er ist, wie schon ein paar Mal jetzt erwähnt, eins der größten Talente von La Fabrica von Real Madrid. Ja, kommen wir von den größten Talenten der Fabrica zu den größten Talenten der ganzen Welt. Denn gestern kam die neue Golden Boy Liste, die wurde veröffentlicht von Tuttosport. Die veranstalten ja diesen Wettbewerb und es ist auch schon kein Zufall, dass Real Madrid auf ihrer eigenen Webseite das veröffentlicht hat. Bei der Ballon d'Or, da hat Real Madrid auf ihrer eigenen Webseite gar nichts veröffentlicht, obwohl auch ein Vinny, Bellingham, wer war's noch? Auf jeden Fall, da waren einige nominiert, Mbappé natürlich etc. Real Madrid hat den Ballon d'Or komplett boykottiert, interessiert die nicht, auch nicht in ihrer eigenen Website. Beim Golden Boy sieht es anders aus und ihr seht die 3 Nominierten von Real Madrid für den Golden Boy, die es unter die letzten 25 geschafft haben, sind Franco Mastantuono, Dean Housen und Arda Güler. Real Madrid ist die Mannschaft, die damit am meisten Spieler unter diesen letzten 25 hat für den Golden Boy. Die sind wahrscheinlich alle 3 nicht Top-Favorit. Ich meine, da rennt auch ein Doué rum, der mit Paris Saint-Germain alles gewonnen hat, im Champions League-Finale einen Doppelpack gemacht hat. Also wahrscheinlich holt es der Franzose. Trotzdem schön zu sehen, dass die Jugendarbeit von Real Madrid oder zumindest die Einkäufe richtig funktioniert haben. Denn wir müssen ehrlich sein, ein Franco Mastantuono ist da drin für die Leistung, die er bei River Plate gebracht hat. Ein Dean Housen ist da drin für die Leistung, die er für Bournemouth gebracht hat. Aber derjenige, der sich quasi über Real Madrid selber da reingeschossen hat, selber reingespielt hat, ist Arda Güler. Das ist der Protagonist des letzten Abschnittes dieses Videos. Denn Arda Güler hat der L'Équipe ein Interview gegeben. Ich habe euch gesagt, in diesem Interview hat er wirklich sein Herz sprechen lassen. Er hat über alles gesprochen. Und dieses Interview hat auch seinen Charakter gezeigt. Und ihr wisst, bei Real Madrid reicht es nicht, wenn du ein guter Fußballer bist. Du musst, um bei Real Madrid zu sein, einer der besten Fußballer der Welt sein. Du musst ein unglaubliches Talent haben. Aber vor allem musst du auch mental stark sein, wenn du dauerhaft dich bei Real Madrid durchsetzen möchtest. Und diese Eigenschaft haben wahrlich nicht viele Menschen. Ja, kommen wir jetzt zum Interview von L'Équipe. Wenn Xabi Alonso mich bittet, Torwart zu sein, kaufe ich mir ein paar Handschuhe. Arda Güler gibt der L'Équipe ein Interview, in dem er von keinem Thema zurückschreckt. Juni hat mir den Plan erklärt. Er würde ohne Modric oder Kroos in die neue Ära starten. Also zunächst einmal musste ich schon bei der Überschrift lachen. Vor einigen Wochen habe ich noch ein bisschen das Interview von Fede Valverde kritisiert und ich glaube, meine genauen Worte waren: Wenn ein Journalist dich fragt, auf welcher Position du bei Real Madrid spielen möchtest, dann ist deine Antwort als Madrid-Spieler: Wenn mein Trainer mir sagt, du spielst im Tor, frage ich, wo sind die Handschuhe? Deshalb musste ich lachen, dass ein Arda Güler, vielleicht schaut er meine Videos, wer weiß. Auf jeden Fall hat er genau das gesagt, aber abgesehen davon gehen wir mal weiter zum Interview. Vom Versprechen zum Unangefochtenen bis zu dem Punkt, dass seine Partnerschaft mit Mbappé zu einer langjährigen wurde. Naja, noch ist sie nicht langjährig, die Übersetzung ist nicht perfekt, aber zu einer langjährigen werden soll. Manchmal reicht ein Blick. Ein besonderer, einzigartiger Fußballer.
mit Talent als Sprungbrett und harter Arbeit als Grundlage. Das dürfen wir nicht vergessen, da steckt wirklich eine Menge harte Arbeit hinter. Er hat 8 Kilo Muskelmasse zugelegt, erklärte er. Ein 20-Jähriger, der sich vom Feuerwerk nicht den Horizont trüben lässt. Er ist selbstbewusster denn je. Ja, aber ruhig und mit Reife. Zu denken, dass man schon angekommen ist, das bin ich nicht. So arbeite ich nicht. Das Wichtigste ist, nicht zu versuchen, jemand zu sein, der man nicht ist. Und er ist Arda Güler und das ist keine Kleinigkeit. Ja, jetzt geht's los. Wie gehen Sie mit dem Druck um? Ich habe den Lärm um mich herum nie als Druck empfunden. Es würde meine Arbeit erschweren. Natürlich habe ich Verantwortung, aber sie hilft mir, mich zu verbessern und meine Standards zu erhöhen. Es ist, als bräuchte ich das. Manche Leute denken, ich sei zu gut, weil ich keine Probleme mache, aber ich habe große Ambitionen. Wichtig ist, nicht zu versuchen, jemand zu sein, der man nicht ist. Ja, das ist auch so ein Punkt. Viele haben Arda Güler so ein bisschen vorgeworfen, dass er aggressiver quasi in der Presse oder wo auch immer um seinen Stammplatz kämpfen muss. Aber ein Arda Güler, der hat klar an Ancelotti und jedem klar gemacht, ich möchte immer spielen. Jeder bei Real Madrid weiß, dass er immer spielen möchte. Aber ein Arda Güler hatte immer einen Plan, hat sich nie aus der Ruhe bringen lassen. Und man soll sich quasi nicht täuschen lassen. Er ist sehr, sehr ehrgeizig. Ja, das sieht man auch auf dem Platz. Sie schießen in letzter Zeit häufig Freistöße von der Strafraumgrenze. Wie verdienen Sie sich diesen Respekt? Ich glaube, ich habe mir durch die Torschüsse am Ende des Trainings Respekt erworben. Danach ist es am Wochenende einfacher, nach dem Ball zu fordern, wenn es in der Strafraumnähe einen Foul gibt. Aber man muss die Balance finden zwischen Forderungen und Respekt von anderen, dem Verein. Wenn ein Spieler wie Luka Modric reinkommt und schießen will, muss man ihn wortlos machen lassen. Er hat eine ganz besondere Beziehung zu den Kroaten. Ich nannte ihn Luka beim ersten Mal Abi. Als Kinder lernen wir den Namen unserer Älteren mit Abi, älteren Bruder, anzuhängen. Ich konnte ihn nicht einfach beim Vornamen nennen. Ja, und das ist auch so ein Punkt, der zeigt den Charakter von dem Arda Güler. Wir wissen, ein Arda Güler, auf dem Platz ist er ein Dirigent und natürlich weiß er, dass er einen begnadeten linken Fuß hat. Aber man muss in einer Fußballmannschaft, wenn man in der Kabine gut ankommen möchte, wenn man Teil der Mannschaft sein möchte, darf man nicht von Anfang an kommen und sagen, ich bin jetzt hier der neue Superstar, ich schieße die Freistöße, ich schieße die Elfmeter, ich mache die Ecken. Nein, ein Arda Güler weiß ganz genau, ich beweise mich auf dem Platz, auf dem Trainingsplatz. Nach dem Training stelle ich mich dahin und schieße Freistöße, damit die Mannschaft sieht, wow, was ist das bitte für eine linke Klebe, die der Junge hat. Aber wenn auf dem Platz ein Luka Modric kommt, dann sage ich, Luka Abi, schieß bitte den Freistoß. Das ist eine Sache des Respekts. Ein Luka Modric hat sich das in der Hierarchie über Jahre verdient bei Real Madrid. Und wenn in 6, 7 Jahren irgendein neuer Wunderjunge kommt, wollen wir auch nicht, dass er sagt, Arda, geh mal zur Seite, ich schieß die Freistöße, sondern dass er auch dann sagt, Arda Abi, schießt du die Freistöße. Ja, und du erntest, was du siehst. Also du musst den Respekt geben, um irgendwann auch den Respekt zu bekommen. Lesen wir mal weiter. War es aufgrund körperlicher Probleme anfangs schwierig? Ich wusste, dass ich beim größten Club der Welt spielen würde. Aber schon beim ersten Training wusste ich, dass ich die Qualitäten zum Spielen habe. Ich habe nie daran gezweifelt, hier erfolgreich zu sein. Juni Calafat erklärte mir den Plan. Er sagte mir, das erste Jahr würde schwierig werden. Dass es für einen Jungen, der nur die Türkei kannte, gar nicht anders gehen könnte. Er sagte mir auch, dass ich in der Post-Modric- und Post-Kroos-Ära kommen würde. Alles war klar, er war aufrichtig und das ist besser so. Also, auch ein ganz wichtiger Punkt, Juni Calafat, Florentino Perez und Real Madrid hat Arda Güler nie irgendetwas vorgespielt. Weil viele sich ja beschwert haben in den letzten Jahren, er muss Real Madrid verlassen, der Junge wurde belogen. Nein, ein Arda Güler hat selber klar gesagt, Juni Calafat hat mir gesagt, hör mal, das erste Jahr ist schwer, du kennst bis jetzt nur die türkische Liga, noch spielt ein Toni Kroos und Luka Modric. Wenn die mal gehen, wird es dein Real Madrid, dann wird es du der Mittelfeldmotor von diesem Real Madrid mit deinem Jude Bellingham, Valverde, wem auch immer. Und im Arda Güler war das bewusst. Das ist natürlich auch einer der Gründe, warum er immer so ruhig geblieben ist, weil er den Plan vertraut hat von Juni Calafat. In der Türkei gab es viel Aufregung, als Ancelotti ihn bei den wichtigen Spielen ausließ. Carlo ist einer der besten Trainer der Geschichte. Wir dürfen nicht vergessen, dass er der Presse sagte, ich würde einer der besten Mittelfeldspieler der Welt werden. Davide, sein Sohn und Assistent, hat immer versucht, mir zu helfen. Ich bin dankbar. Wenn ich nicht spielte, war es hart, aber es hat meinen Ehrgeiz beflügelt. Ich habe auf meinen Moment gewartet. Ja, und das ist eine Antwort, die die Spreu vom Weizen trennt.
99% der Spieler wären letzte Saison unter Carlo Ancelotti zusammengebrochen. Carlo Ancelotti war nicht fair zu Arda Güler. Ich glaube, das hat jeder, der Real Madrid beobachtet hat, gesehen. Ein Arda Güler hat viel mehr Minuten verdient. Und ich glaube, Carlo Ancelotti hat das selber sogar mal gesagt, dass der Junge vom Talent her viel mehr spielen müsste. Aber er halt auf andere Sachen Wert legt. Ja, und dass du dann den Mindset hast, nicht zusammenzubrechen und zu sagen, komm, ich habe einen 6-Jahres-Vertrag bei Madrid unterschrieben, mein Leben ist ausgesorgt, ich lasse mich ausleihen an wen auch immer, ich werde schon Fußball spielen. Dass du dann das Mindset hast, zu sagen, ich spiele wieder nicht, aber jetzt will ich es noch mehr und noch mehr und noch mehr und ich werde noch mehr geben. Das ist wirklich, das haben nur sehr, sehr wenige Menschen auf der Welt und das zeigt den Charakter von Arda Güler und das ist auch einer der Gründe, warum er so reif auf dem Platz ist und dass er auch gegen Carlo Ancelotti nicht nachtritt. Wenn ich Arda Güler wäre, mit 20, nachdem ich 2 Jahre auf der Bank war, unverdient teilweise, hätte ich gesagt, ach, hör mir auf mit dem, der war der schlechteste Trainer, irgendwas. Aber nein, ein Arda Güler ist so reif in seinem jungen Alter. Die Antwort fand ich beeindruckend. Und was ist mit Xavi? Er setzt großes Vertrauen in dich. Am ersten Tag sagt er mir, ich weiß, dass du instinktiv bist, dass du auf dem Feld ein Kämpfer bist. Sein Spielstil besteht oft darin, in der gegnerischen Hälfte ein 1 gegen 1 zu spielen, fast wie Manndeckung. Das erfordert Charakter und Aggressivität. Aber ich habe volles Vertrauen in seine Pläne. Wenn er mich eines Tages bittet, Torwart zu spielen, werde ich mir Handschuhe kaufen. Beste Antwort im ganzen Interview, finde ich. Naja. Nun gibt es viele Leute, die sein Duo mit Mbappé mit dem von Özil und Cristiano vergleichen. Der Vergleich ist schön, er schmeichelt mir. Sie haben Enormes geleistet, aber große Erfolge werden immer von der Mannschaft errungen, nicht nur von 2 Spielern. Ihre und meine Qualitäten ergänzen sich. Wir verstehen uns sehr gut. Alles fließt. Manchmal quatschen wir vor dem Spiel kurz. Heute können wir dies oder jenes machen. Manchmal reicht ein Blick. Ja, und was für eine tolle Antwort wieder. Er spielt sich nicht auf. Er sagt nicht, ich und Kylian führen diese Mannschaft zum Erfolg. Er sagt ganz klar, Piano. Sogar ein Cristiano Ronaldo und Mesut Özil haben nicht alles alleine gewonnen. Die Mannschaft gewinnt die Titel. Und genauso ist das bei uns. Nicht 2 Spieler, die ganze Mannschaft. Wie gesagt, der ist mit 20 reifer als Profis nach ihrer Karriere teilweise. Also wieder die nächste Top-Antwort. Ein Grund, warum ich diesen Jungen so liebe. Es wird gesagt, dass Mbappé manchmal zu weit in die Mitte des Feldes zurückfällt und sich zu weit vom Strafraum entfernt. Ich finde, wir sollten ihn spielen lassen, wo er will. Sein Talent gibt ihm das Recht auf diese Freiheit. Wenn er in die Mitte zurückfällt, dann nicht nur so. Er versteht, was das Spiel braucht. Wenn er das tut, sollte ich seinen Platz einnehmen. Ja. Also, wie gesagt, auch da die nächste tolle Antwort. Kylian Mbappé, sein Talent erlaubt ihm alles und wenn er sich entscheidet, ich gehe zurück, dann ist es mein Job, seinen Platz zu besetzen. Ja, im Großen und Ganzen, dieses ganze Interview, das überrascht mich immer wieder. Ich weiß, dass Arda Güler sehr reif ist, aber wenn man ihn mal so in Ruhe reden hört, wenn man hört, wie viel Tumult um ihn herum ist, er ist nun mal das Idol einer ganzen Nation. Und sobald mal, was weiß ich, sein Schnürsenkel nicht ganz gerade ist, gibt es Zeitungsartikel dazu. Wenn er in der Türkei 2 Länderspiele hat, wo sie 6-0 und 4-1 gewinnen, wird trotzdem gesagt, na, zweite Halbzeit war der aber nicht. Es ist unglaublich, was für ein Druck dieser Junge aushalten muss. Kommt zum größten Verein der Welt, ist dann ein halbes Jahr verletzt und schon wieder fängt die ganzen Tumulte an. Bitte verlass Real Madrid. Die haben dich nur gekauft, damit du nicht nach Barca gehst. Ein absoluter Quatsch. Während Arda Güler ganz relaxed sitzt und sagt, ja, ich wusste von allem Bescheid. Juni Calafat hat mir immer mit offenen Karten gespielt. Madrid hat immer mit offenen Karten gespielt. Ich wollte spielen. Wenn ich auf der Bank saß, hat es mich noch mehr motiviert. Und jetzt bin ich froh, dass ich einen Xabi Alonso habe, dem ich blind vertraue. Wenn er sagt, ich soll ins Tor, hole ich mir Handschuhe. Kylian Mbappé und ich, manchmal reicht ein Blick. Ja, wie gesagt, ich bin von diesem Interview komplett begeistert. Ich bin gespannt, wie ihr das seht. Lasst eure Meinung dazu bitte in den Kommentaren. Vielleicht habe ich meine Arda Güler Brille an. Ich bin ein ganz großer Fan, ihr wisst das. Lasst das bitte in den Kommentaren. Und wenn ihr schon mal da seid, lasst ein Like da, teilen, kommentieren. Ihr wisst, wie YouTube funktioniert. Hypen, 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 wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, sag ich. A la Madrid!